Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute beginnen wir mit dem ersten Teil vom spannenden Angriff auf dem Eisplaneten Hoth mit der großartigen Echo-Basis 7879 von 2011. Herzlich willkommen zur 10. Folge zum Krieg der Sterne. Heute habe ich für euch die großartige Echo-Basis 7879 von 2011 aufgebaut. Sie gehört zum zweiten und mittleren Kinofilm der Originaltrilogie. Das Imperium schlägt zurück. Der Film ist bei uns am 11. Dezember 1980 in die Kinos gekommen. Die Handlung beginnt auf dem Eisplaneten Hoth. Dort haben die Rebellen ihre versteckte Echo-Basis eingerichtet. Die vielen einprägsamen Filmszenen kann man mit den unterschiedlichen Lego-Sets nachspielen. Diese Sets sind seit 1999 fortlaufend herausgekommen. Von der Hoth Echo-Basis sind seit dem ersten Set 7666 von 2007 viele unterschiedliche Modelle erschienen. Sie zeigen die verschiedenen Teile der Echo-Basis. Dazu kommen noch viele kleinere Stellungen der Rebellen und der imperialen Schneetruppen. Ein Beispiel ist das kleinere Kampfpaket 75320 von 2022. Die weitaus am besten gelungene Echo-Basis ist das Set 7879 von 2011. Diese Packung schauen wir uns heute gemeinsam an. Im Vergleich dazu ist das riesige OCS-Set 75098 von 2016 eher enttäuschend. Es hat zwar die dreifache Teileanzahl und 15 Figuren, trotzdem wirkt es wie ein zusammengewürfeltes Flickwerk aus verschiedenen Gebäudeteilen. Die wichtige Krankenstation fehlt sogar. Das am besten durchdachte Set mit dem vollständigsten Gebäude ist die Hoth Echo-Basis 7879. Sie ist am 1. August 2011 erschienen. Das Set besteht aus 773 Teilen und enthält 8 Minifiguren. Es ist eine Limited Edition. Als teilexklusives Set wurde es nur in ausgewählten Kaufhausketten verkauft. In Deutschland waren das Galeria Kaufhof und Karstadt. Von den 8 Minifiguren sind 5 nur in diesem Set allein vorgekommen. Das Downtown von 2009 bekam ein neues, flexibles Schwanzende. Im selben Jahr hat es auch noch das legendäre Podresa-Set gegeben, das wir uns schon in Episode 1 angesehen haben. Neben einer republikanischen Fregatte gab es in diesem Jahr auch den hervorragenden rasenden Falken 7965 mit den Figuren aus der Originaltrilogie. Auf der Packungsrückseite gibt es 6 kleine Bilder mit den Spielfunktionen. Dazu gehören die Eiszapfenfalle, der Waffenschrank, der Klappmechanismus, die Heilungskammer, der Stall und der Portalkran. Das aufgeklappte Modell ist 53 cm breit. Die Bauanleitung ist auf 2 Hefte aufgeteilt. Das erste Heft hat 60 Seiten, es enthält die Minifiguren, Kleinmodelle und die rechte Seite der Basis. Dort befinden sich die Kommandozentrale und die Krankenstation. Alles wird in 38 großen Bauschritten aufgebaut. Im zweiten Heft ist die Bauanleitung für die linke Seite. Auf der Rückseite sind die Fotos von den Spielfunktionen, die Minifigurenleiste und die Seiten mit der Teileliste. Hier sehen wir den letzten Bauschritt mit dem vollständigen Gebäude.
Auch hier gibt es 39 Bauschritte, ähnlich wie in der ersten Bauanleitung. Das Set konzentriert sich auf die Inneneinrichtung der Rebellenbasis. Das ganze Gebäude macht einen schön geschlossenen und stimmigen Eindruck. Es hat einen rechteckigen Grundriss, die Seitenwände stehen auf weißen Platten, die Vorderwand ist nur eine niedrige Mauer. Links gibt es ein viel zu klein geratenes Hangartor und die Stalltür. An der Rückseite sehen wir 2 spiegelbildliche Eishöhlen mit Eiszapfen. Rechts befindet sich eine Felsenformation mit der Waffenkammer in der Mitte. Die 2 Hälften werden vorne von einem einzelnen Werkzeughalter zusammengehalten. Wenn man die Verbindung löst, kann man die beiden Teile der Basis mit einem Scharnier in der Rückwand aufklappen. Das geht in jedem beliebigen Winkel. Man kann sie sogar bis zu einer einzelnen durchgehenden Rückwand öffnen. Auf der rechten Wand steht ein Portalkran. Mit den 4 ausziehbaren Kolbenstützen kann man die Brücke höher stellen. Man kann den ganzen Verladekran mit der Wartungsbrücke von der Wand abnehmen und getrennt auf den Boden stellen. Auf der linken Seite gibt es das viel zu klein geratene Hangartor. Als Angreifer sind bei diesem Set von 2011 zum letzten Mal 2 Standard-Schneetruppler in der Form von 2004 dabei. Sie tragen die alte Kopfbedeckung von 2003 bis 2014. Die Augenschlitze sind offen, dazu kommt der angehängte Rucksack und der unbedruckte schwarze Kopf. Es ist ein weißes Snowspeeder-Bike dabei, dazu kommt ein schweres, dreibeiniges Repetier-Blastergeschütz mit einem kleinen, tragbaren Generator für die Stromzufuhr. Auf der linken Seite der Hangartür steht eine 1.4 FDP Panzerabwehrkanone. Am Dach stehen 2 drehbare DF9 Fahrzeugabwehrlaserkanonen. Jede Kanone hat 2 transparente blaue Schussraketen. Diese kann man mit einem Fingerdruck abfeuern. Bei diesem Set ist leider kein einziger Rebellensoldat für die Verteidigung dabei. Das hier ist eine Figur von 2012 mit einem weißen Rucksack, der noch von den Gardesoldaten aus der Piratenwelt von 1989 stammt. Dazu kommt die typische Rebellenfilzmütze von 2010. Die Schutzbrille kann man vor dem Gesicht aufsetzen oder oben auf die Mütze aufstecken. Das hier ist das Hangartor, man könnte idealerweise einen Snowspeeder hineinparken. Mit 10 Noppen ist der Hangar aber viel zu schmal für einen 14 Noppen breiten Snowspeeder. Im Hangar steht links ein Wartungsgerät für den Snowspeeder. Es kann eine mobile Treibstoffpumpe, ein Stromaggregat oder eine Reparaturwerkbank sein. Von Insidern wird es spaßeshalber als Staubsauger bezeichnet. Rechts neben dem Hangar ist der Stall für das Reittier Downtown. An der Absperrung kann man auf der linken Seite auf der Jumperplatte den Sattel aufstecken. Auf der rechten Seite kann man an den Werkzeughaltern die Zügel aufhängen. Das Downtown ist ein zweibeiniges Reittier mit beweglichen Greifarmen, mit Ohren, mit nach unten gebogenen Hörnern und auf den Rücken trägt es einen normalen Pferdesattel mit 2 Clips von 1990. Wie bei den Pferden ist ein Stein und eine Fliese dabei, um die Sattellücke im Rücken zu verschließen. Am mit Augen bedruckten Kopf stecken die Hörner. Die Greifarme sind beweglich, die Beine sind aber fest angegossen. Der Schwanz hat beim erneuerten Modell von 2011 ein flexibles Ende. Im Mund hält es ganz besondere Zügel, diese wurden 2009 extra für das erste Downtown gemacht. Wir zäumen das Reittier jetzt wieder auf. Die Zügel stecken wir mit dem Biss in die Mundwinkel. Wir satteln das Downtown und Han Solo kann wieder ausreiten.
Han Solo hat eine ganz besondere, erneuerte Figur. Sie hat eine neue Fellkapuze. Diese dunkelblaue Farbe gibt es ausschließlich bei diesem Set. Der Kopf hat das Han Solo Standardgesicht von 2006 bis 2015. An der Hinterseite des Gebäudes gibt es in beiden Hälften jeweils eine Eishöhle mit einer Eiszapfenfalle. Die weißen Funkantennen sitzen auf 1x1 Techniklochsteinen. Sie sind auf einer Technikachse aufgehängt, die man herausziehen kann. Dann fallen die Eiszapfen hinunter. Über dem Durchgang ist ein Regal mit 2 Transportkisten. Diese kann man auch an den Portalkran hängen. Der Downtown-Stall hat eine Gitterklappe. Sie wird von außen von 2 dünnen Technikliftarmen verschlossen. Wenn man sie öffnet, kann man das Gitter auf den Boden herunterklappen und mit dem Reittier ausreiten. Auf der Rückseite sehen wir jetzt die 2 Eishöhlen nebeneinander. Auf der linken Eishöhle steht die große Doppelradarantenne. Sie ist auf einem kleinen Drehteller mit einem Rundstein aufgebaut. Darauf sitzen schräg angeordnet 2 6x6 Weltraum-Gitterparabolspiegel von 1982 in der neueren Version von 1992. Dazu kommen 2 lange dunkelgraue Funkantennen von 1990. In der linken Eishöhle hängen dieselben Eiszapfen, die wir schon in der rechten gesehen haben. Die rechte Seitenwand besteht aus 2 großen 4x10x6 Felsenteilen. Diese hier sehen gar nicht einmal so hässlich aus, wie sie heißen. Dazwischen kann man 2 schmale Wandelemente ausklappen. Dort gibt es einen Waffenhalter für 2 Standardblaster und 2 Langblaster von 2007. Auf der rechten Seitenwand steht der Portalkran mit den 4 ausziehbaren Teleskopstützen. Die 2 seitlichen Aufstiegsleitern klappen dabei auf. Die Kranschiene ist eine einfache Technikachse, der Kranhaken ein Rundstein. Daran kann man eine der beiden Transportkisten aufhängen, die wir schon vorher gesehen haben. Den Kran kann man von der Mauer herunternehmen und auf den Boden stellen. So kann man im Hangar die Raumschiffe beladen. An der Innenseite der rechten Seitenwand befinden sich rechts der Kommandoraum und links die Krankenstation. Im Kommandoraum stehen an der Rückwand 2 Steuerkonsolen. In der Mitte steht eine große Konsole mit der transparenten taktischen Anzeigetafel. Links gibt es einen Drehsessel. Beim Set sind 2 Droiden dabei. Der erste ist der einzigartige rote Protokolldroide R3PO. Er hat genau dieselbe Form und Bedruckung wie der alte C3PO. Ich habe hier zum Vergleich aber nur eine neue Bedruckung von 2012. Als zweiten gibt es den sandblauen Medizindroiden 21B. Er wurde in dieser Form ganz neu für dieses Set entworfen. Es gibt ihn auch in der neueren Krankenstation von 2018. Er hat normale, hellgraue Kampfdroidenarme und Beine. Am Rücken hat die Gussform 2 Aussparungen. In der Krankenstation gibt es eine drehbare Untersuchungsliege. Zum ersten Mal ist auch die transparente Heilungskammer dabei, der sogenannte Bagdad-Tank. Die vordere Seitenwand der hellblau transparenten Heilungskammer kann man herunterklappen. In der Heilungskammer steht der verletzte Luke Skywalker mit hellbraunen Haaren. Halbnackt und mit den weißen Gurten ist er im Heilungstank angeschnallt. Eine ähnliche bedruckte Figur mit dunkelbraunen Haaren gibt es auch bei der neueren Krankenstation von 2018. Die Figur hat ein Wendegesicht, vorne sieht man das blaue Auge und die Atemmaske für die Behandlung. Hinten sehen wir dann das gesunde, lächelnde Gesicht. An den Ecken gibt es links und rechts 2 Warntafeln. In der galaktischen Schrift kann man lesen: Lethal, stay out. Diese Echobasis ist besonders gut gelungen.
Man muss eigentlich nur noch ein breiteres Hangartor mit den üblichen Schiebetüren einbauen, so wie es in den Sets von 2007 und 2016 verwendet wird. Dazu noch den Generator und einen Geschützturm. Dann ist die Hoth-Basis perfekt. Von den 8 Minifiguren sind 5 einzigartig nur in diesem Set enthalten. Han Solo mit Pelzhaube kann man in verschiedenen Ausführungen finden. Leia im Hoth-Outfit gibt es auch in 5 verschiedenen Varianten. Bei Luke gibt es wie gesagt auch eine zweite ähnliche Figur von 2018. Chewbacca hat nur seine Standardfigur, weil er schon die passende Pelzkleidung für den Eisplaneten anhat. Den Medizindroiden gibt es noch einmal beim Hoth-Set von 2018, bei den Java-Schrotthändlern und bei Palpatines Shuttle. Der rote Protokolldruide ist aber absolut einzigartig bei diesem Set dabei. Er ist niemals wieder in dieser Farbe irgendwo anders herausgekommen. Die 2 Schneetruppler sind die Standardfiguren von 2004 bis 2011. Von Chewbacca ist eine Standardfigur in der alten Gussform dabei. Sie hat eine neue rotbraune Farbe von 2010. Die erste Variante von 2000 war noch alt-dunkelbraun. 2014 gab es dann eine neue Gussform mit einer viel detailreicheren Bedruckung. Leia hält auf dem Eisplaneten ein transparent neongrünes Eis am Stiel in der Hand. Das ist kein Scherz. Dieses Teil ist wirklich beim Set Original dabei. Leia hat ein Wendegesicht, es zeigt einen freundlichen und einen ernsteren Gesichtsausdruck. Han Solo hat neben der einzigartigen Pelzmütze noch ein zweites dunkelbraunes Herrenhaarteil zum Austauschen dabei. Der Kopf hat aber nur ein einziges Gesicht auf der Vorderseite. Luke ist die zweite Figur mit einem Wendegesicht. Eine Seite zeigt das blaue Auge und die Atemmaske bei der Behandlung. Auf der anderen Seite ist er schon wieder gesund und kann wieder lächeln. Der nackte Körper ist mit den weißen Gurten zum Anschnallen im Bacta-Tank bedruckt. Eine zweite Figur von Luke mit einer Rebellenuniform oder im Pilotenanzug ist nicht dabei. Zu diesem Set passt noch die getrennt erhältliche Wampa-Höhle 8089 mit dem Snowspeeder. Die Hoth Echo Basis 7879 aus 773 Teilen von 2011 hat für mich das beste Gebäudekonzept und die schönste Inneneinrichtung. Das größte Echo-Basis-Set ist aber das UCS-Set 75098 vom 1. Mai 2016. Es besteht aus 2144 Teilen mit 15 Minifiguren. Ich habe es mir gekauft, weil es viele schöne Bauteile und Figuren enthält. Es gibt ein großes Hangartor mit Einrichtung, den Schildgenerator, die Ionenkanone, die Wampa-Höhle, Verteidigungsanlagen und Rebellensoldaten. Unter den 15 Figuren sind einige exklusive Ausgaben dabei. In allen Dioramen gut verwendbar sind die Rebellenoffizierin Dorin Ferr aus der Kommandozentrale und der Snowspeeder-Schütze Wes Jansen mit dem Piloten Wedge Antilles. Die ganze Packung ist eher eine Fundgrube für verschiedene Baulösungen und Minifiguren. Im Grunde ist sie kein richtiges, typisches und zusammenhängendes, fertiges Ultimate Collector Set. Auf der Packung sieht man die vielen unzusammenhängenden Teilmodelle. Dazu gehören das große gepanzerte Tor zur Echo-Basis mit dem Kontrollraum, die ikonische riesige Ionenkanone, der Schildgenerator mit eingebauter Sprengfunktion, der breite Schützengraben der Rebellen mit 2 Verteidigungstürmen, der Snowspeeder, ein Speederbike und die Höhle des Wampa Ice Monsters. Hier sehen wir das Hangartor von innen. Wir erkennen Detaillösungen aus dem Set von 2011, sie sind aber nicht so passend angeordnet.
Der Tauntaun-Stall ist auf der Rückseite beim Ladekran angebaut, die Wampa-Höhle ist direkt an der Außenwand der Echo-Basis. Der Technik-Schließmechanismus der Panzertür ist von hinten gesehen hässlich, als Spiellösung funktioniert er aber sicher gut. Die runde Ionenkanone ist das beste Modell aus diesem Set. Beim Schildgenerator muss man sich erst die 4. Spule selbst dazu bauen. Von den Verteidigungsstellungen gibt es bereits unzählige Sets im Sortiment. Die Spielfunktionen in diesem UCS-Set sind die Panzertür im Hangar mit der Schließfunktion über ein Zahnradgetriebe, der bewegliche Kranarm und die Gepäckkarre. Dazu kommen noch die Laserschwertschleuder in der Wampa-Höhle, die verschiedenen Kanonentürme an der Verteidigungsstellung und die Panzerabwehrkanone mit Revolverschussfunktion. Die kugelrunde Ionenkanone ist so gebaut, dass ein Schütze hineinsitzen kann. Sie hat einen echten Federschussmechanismus mit einem Projektil und einem Hebel. Dieselbe Federschussfunktion mit den transparenten langen Projektilen ist auch im Snowspeeder eingebaut. Das Tauntaun hat einen breiteren Stall bekommen, der Schildgenerator hat eine eingebaute Explosionsfunktion, wenn er vom Panzerläufer beschossen wird. Es ist ein schöner, etwas größer gebauter Snowspeeder dabei. Er passt durch das große Hangartor hindurch. Als 2 Tiere gibt es das Tauntaun-Reittier und das Wampa-Eismonster. Luke ist in der Rebellenuniform dabei, Han Solo kommt ohne Pelzmütze, es gibt 5 normale Rebellensoldaten und 2 Schneetruppler. Dazu kommen ein Rebellenoffizier mit Schnurrbart, der weiße Protokolldruide K3PO und der ganz spezielle astromechanische Druide R3A2 mit transparentem, orange bedrucktem Kopf. Die einzigartigen Figuren sind Torin Farr in der Kommandostation, der Schütze Wes Janson und der Pilot Wedge Antilles. Han Solo hat noch seine alte Herrenfrisur, obwohl 2016 die neue Langhaarfrisur mit dem Mittelscheitel herausgekommen ist. Hier sehen wir Luke vor der Wampa-Höhle. Torin Farr steht in der Kommandostation. Bei ihr sehen wir den weißen Protokolldruiden und den orangefarbenen astromechanischen Druiden. Jansen und Antilles stehen bei ihrem Snowspeeder. Mit ihm haben sie den Panzerläufer zu Fall gebracht. Die Gepäckkarre steht ebenfalls im Hangar. Die Schneetruppler greifen bereits durch das Hangartor an. Han Solo sitzt auf dem Rücken vom Tauntaun. Auf dem ausfahrbaren Beobachtungsposten steht ein Soldat. Die Ionenkanone gibt den Evakuierungsschiffen Feuerschutz. Vor der Basis ist der Verteidigungswall mit den verschiedenen Geschütztürmen aufgebaut. Die Schneetruppler haben ein ganz besonderes Snowspeeder-Bike. Hier sehen wir wieder den Schildgenerator. Insgesamt ist das UCS eigentlich ein nutzloses und überteuertes Set. Man kann nur einige Bauideen und einige Minifiguren gebrauchen. Ich habe die versiegelte Packung niemals aufgemacht. Ich werde sie, genauso wie andere Sets, bei der nächsten Gelegenheit wieder abgeben. Zum Schluss schauen wir uns heute noch die Filmhandlung am Beginn der Episode 5 an. Sie spielt in der Echo-Basis auf dem Eisplaneten Hoth. Luke ist auf seinem Tauntaun in der Eiswüste unterwegs. Er macht einen Kontrollritt. Er ist mit Funk mit seinem Freund Han Solo in Kontakt. Er will noch eine abgestürzte imperiale Suchsonde kontrollieren. Dabei wird er vom Wampa-Schneemonster überfallen und in seine Höhle verschleppt. Han denkt, dass alles in Ordnung ist. Er kehrt ahnungslos in die Echo-Basis zurück. Er versorgt sein Reittier im Stall, danach geht er in den Hangar, um nach seinem Millennium Falcon zu sehen. Sein Co-Pilot Chewbacca ist gerade dabei, das Raumschiff wieder startklar zu machen.
Im Kontrollraum bespricht Han mit dem Kommandanten, dass er den Rebellenstützpunkt bald verlassen möchte. Er will nach Tatooine zu Jabba dem Hutt, um seine Schulden zu bezahlen. Prinzessin Leia von Alderaan hört mit. Sie folgt Han in den Eisgang, dort kommt es zu einer eiskalten Unterhaltung. Die beiden streiten, Leia fühlt sich von Hans Imponiergehabe verletzt. Inzwischen machen sich die Freunde Sorgen, weil Luke am Abend noch nicht von seinem Kontrollritt zurückgekehrt ist. Han sattelt wieder sein Tauntaun und macht sich auf den Weg, um Luke zu suchen. Er öffnet die Stalltür und reitet hinaus in die eisige Kälte. Luke konnte sich zwar mit dem Laserschwert aus der Wampa-Höhle befreien, er ist aber erschöpft und bleibt in der Schneewüste liegen. Han findet ihn am Boden liegen. Hinter ihm bricht das Tauntaun vor Kälte zusammen. Han schneidet mit dem Laserschwert den Bauch des toten Reittiers auf. So kann er Luke mit den Innereien wärmen. Han baut ein Notbiwak auf. Darin verbringen die beiden die eiskalte Nacht. Unsere Freunde in der Basis machen sich große Sorgen. Sie müssen in der Nacht die Tore verriegeln, Luke und Han können erst am nächsten Tag mit den Snowspeedern gerettet werden. Luke kommt sofort in die Krankenstation und wird in der Heilungskammer vom Medizindroiden behandelt. Bald ist er wieder gesund. Wir können den Bacta-Tank öffnen und das Wendegesicht von Luke umdrehen. Jetzt sehen wir ihn wieder lächeln. Seine Freunde besuchen den Genesenen im Krankenbett. Han provoziert wieder Leia. Leia gibt Luke demonstrativ einen Kuss. Sie wissen damals noch nicht, dass sie Geschwister sind. Draußen im Schnee zerstört Chewbacca eine imperiale Suchsonde. Doch die Rebellenbasis wurde bereits entdeckt. Leia ordnet die sofortige Evakuierung der Rebellenbasis an. Die Rebellensoldaten beziehen ihre Verteidigungsstellungen. Der Rebellenoffizier traut seinen Augen kaum, als er eine gewaltige Formation von 5 imperialen Kampfläufern anrücken sieht. Das ist eine der einprägsamsten Szenen im ganzen Kinofilm. Das heutige Video müssen wir aber an dieser Stelle mit der Echo-Basis abschließen. Den einzigartigen motorisierten AT-AT, der Set 10178 von 2007, schauen wir uns dann am nächsten Freitag an. Für heute bedanke ich mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute alle zugesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes, erholsames Sommerwochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.